Moin und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Italien-Videoblogs. Und heute geht es um solche Tunnelportale. Kommt mal noch ein Stückchen mit. Hier drüben sieht man ja, dass doch diverse Öffnungen frei sind und vor jede Öffnung kommt ein Tunnelportal. Und wie wir wissen, lasten ja hier so ungefähr 4,5 Tonnen Gips drauf. Das heißt, jedes einzelne Tunnelportal muss massiv Gewicht aushalten und muss natürlich auch irgendwo optisch ansprechend sein. Und Tobi, einer unserer Modellbauer, hat sich dieser Aufgabe gestellt und wird uns oben mal einen kleinen Hinweis geben, wie er denn diese Tunnelportale baut. Bis gleich. Ja, moin. Andi, Na, mein Guter. was hast du hier Feines für mich? Ich habe hier ein Tunnelportal, Ja, so wie wir das früher gebaut haben, sag ich mal. okay. Du siehst hier, das ist hauptsächlich aus Styrodor, Ja, was ja ziemlich weich und brüchig ist. Und ich finde nicht so schön, das kann man besser machen. okay. Und deine Lösung ist? Meine Lösung ist wie immer der Oberkracher. Schön stabil und ich werde das Ganze aus Kunststoff, also aus Poly bauen. Und wie genau, das kann ich dir noch zeigen. Na dann, freu ich mich drauf. Setz dich zu mir. Ich sitze. Ich habe in weiser Voraussicht schon irgendwann mal so ein bisschen Bilder, Italien, Tunnelportale gegoogelt. Ja. Ich habe auch schon eins ausgesucht, das fand ich so ganz interessant. Das wollte ich mal bauen. Das hier. Das, okay. Ich habe schon mal eine Ansicht gezeichnet. Die kommt so ungefähr hin. Und jetzt muss ich halt aus dieser Ansicht meine Daten rausholen, die ich dann zum Fräsen brauche, weil ich ja verschiedene Materialien habe. Okay. Also verschiedene Stärken. Und das ist jetzt so, wie es da ist. Es ist fertig. So ist es fertig. Also wenn ich jetzt mal hier so gucke, also von der Ansicht von vorne, ich finde, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Hat schon eine Ähnlichkeit. Das stimmt. Können wir so lassen. Schicke ich jetzt nur noch rüber. Ja, dann Und dann können wir mal zur Fräse gehen, das abfahren. gehen wir mal zur Fräse. Wir gehen mal zu der Kleinen. Ja, So, jetzt muss ich hier das Programm einmal öffnen. ja. Da Da ist ist es. es ja. Kennst du ja von Fast schon eben. die gleiche Bewegung. Soweit auch alles gut. Dann kann ich jetzt die Fräse anmachen. Und da geht er schon los. Und er fährt. So, das dauert jetzt noch ein bisschen. Gut. Also so ein paar Stunden wird es noch was. Dann gehen wir noch einen Kaffee trinken. Hier noch einen Kaffee trinken. Ah, ja. Was haben wir hier? Hier sind die Teile. Gruß Stefan. Ah, guck mal hier. Ja, super. Stefan, den kennen wir auch, der gute Fräsmeister, ne? Hat das Ganze schon mal fertig gemacht. Ja, scheint alles fertig zu sein. Ja, super. Können wir so mitnehmen. Dann machen wir das. Ja? So. Und nu? Jetzt haben wir die Teile. Jetzt muss ich dir noch mal zeigen, wie wir die Röhre machen. Weil wir haben jetzt ja so Ja. die Fassade, da kommt das Vorsatzstück. Dann kommen die Türme hin, aber wir müssen ja irgendwie noch die Tiefe haben. Ein Tunnel hat ja noch irgendeine Tiefe. Ja, das stimmt. Das ist jetzt eigentlich der ganze Kniff an der Sache. Ja. Und das zeige ich dir jetzt oben. Oben. Oben? Im 4. Stock. Nee, im 5. Stock. Im 5. Stock. Und am Dach. Okay, ich denke, ich weiß, warum wir diese Klamotte anhaben, aber warum steht hier ein Ofen? Ja, das ist mein schöner Ofen, den habe ich bekommen. Erstens, weil er über war und zweitens ist das Schöne an unserem Poli, dass wir das thermisch verformen können. Und dafür habe ich diesen Ofen hier. Ja, dann back mir mal eine Polyform. Mach ich. Haben wir schon mal Platten zugeschnitten? Also wie du siehst, ich habe diese Form hier gefräst, das waren alles mal so eine Teile. Ja. Das habe ich mir auch wieder gezeichnet. Das ist jetzt quasi das Lichtraumprofil von einem Tunnel. Alles klar, Tunnelblick fast schon, wenn man Genau. so möchte. Und wenn ich da jetzt meine Polyplatte rumlege, habe ich einen wunderbar schön geformten Tunnel, der in die
Abmessungen hat, die ich brauche, dass die Züge da durchfahren können, ohne hängen zu bleiben. Ja. Und Das ist dann einmal für 2 und das ist halt einmal einspurig. für einspurig. Ne? Sag mal. Ansonsten Einspurig. genau das gleiche in grün. Ne? Ja. Wenn du mal reinguckst, Ja. du siehst, es sackt langsam runter Ja, es sackt runter. Es wird wellig. Ich sehe es. und es wird halt auch langsam weich. Ne? ja, okay. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir, ein bisschen kann es noch, den richtigen Moment erwischen, wo wir es schön rumbiegen können. So ist er gut. Wie so ein Pizzalappen. Jetzt lege ich den hier rüber, Ach, Wahnsinn. drücke den da fest. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich hier unten den rangedrückt kriege. Ja, denn? Und wie immer machst du schön das? glatt streichen und da drauf erkalten lassen. Der ist soweit fertig. Jo. Da müssen wir jetzt immer noch mal gucken beim Abkühlen, dass der auch immer maßhaltig bleibt. Ja. Aber da du ja auch immer alles wissen willst, Ja. darfst du jetzt auch mal machen. Wunderbar. Gib Ich dir mal nehme die. dankend an. Okay, jetzt raus. Genau. Bisschen rauf und dann immer schön von oben nach unten runterziehen. Ich sag mal, für den ersten ist es nicht schlecht geworden. Danke. Ein Naturtalent. Danke, danke, danke. So, was ist denn jetzt als nächstes dran? Der nächste Schritt ist, warten, bis die komplett ausgehärtet sind Ja. und das ist abgekühlt. schon ganz gut. Ja, ein bisschen Temperatur hat er noch. Ja. Und dann gehen wir in die Tischlerei und sägen die endgültigen Tunnelröhren raus. Dann machen wir das. Gut. Wir haben gefräst, gesägt und gebacken und jetzt sitzen wir an Tobis Platz und werden mal diesen Tunnel zusammenbauen. Was müssen wir denn dafür jetzt noch machen? Ich habe wieder das Bild, Ja. das richtige Bild. Und wir bauen jetzt die Türme. Ich würde sagen, das kannst du machen. Das sind Okay. nämlich hier. Das sind die Diese Teile, Ringe. die Ringe da, ja, alles klar. Und dann fange ich an, hier mit den Fugen freikratzen und die Teile so ein bisschen sauber machen. Und dann würde ich sagen, du nimmst dir die Teile, sortierst die dann Ja. zusammen. Damit das Ganze auch ein bisschen hält. Machst du ein bisschen was in die Mitte, batsch die aufeinander und dann können wir nachher noch mal einmal die Fuge Von außen. dünn abstreichen. Okay. Ich glaube, die sind fertig. Was meinst du? Vergleich mal. Ja, bitte doch. Ja, das können wir so lassen. Das ist schon ganz gut. Ja. Dann können Sehr wir gut. nämlich jetzt das alles mal zusammenstecken. Dann machen wir Gucken, mal. ob das geht. Wir haben die Röhre, Ja. der hier rein. Ja. Ja, für den Tunnelbogen. Dann kommt der. Das ist der. Und das ist der. Ja. So, dann kommt der darauf. Dann haben wir das Schild noch, das machen wir aber später. Und dann haben wir diese Dinger noch. Ja. Die sind gerade aus der Fräse gepurzelt. Ja. Und jetzt müsstest du dir mal, Ja. also mit dem Messer, so ein bisschen diese Kanten abscharben. Ja. Aber ohne das Ding dabei komplett zu zerstören. Alles klar. Ich werde Das sind auch messen. zwei Größen irgendwie. Wir brauchen die großen davon. Groß, klein, wir brauchen die großen. Nur die großen. Ja. Das kannst du wieder hier reinschmeißen. Okay, alles klar. Und Eke Ja. klebe hier den Krempel zusammen. Ja, dann. Ja, ich habe jetzt hier die wichtigen Sachen rangeklebt. Jetzt kommen nachher noch die Türme. Ja. Aber das Grundlegende ist fertig und zusammen.
stimmt. Du hast doch irgendwann mal gesagt, dass man sich hier auch draufstellen kann. Ja, Meinst du, das geht? sicher. Und dann probieren wir das doch mal. Na, gucken. Passt. Nicht schlecht. Siehst du? Ja, ich habe dir auch einen Abdruck hinterlassen. Oh, den werde ich mir einrahmen. Ja, wunderbar. Ja, und das ist nämlich gut, weil jetzt hält es nämlich. Also ich meine, mehr Das als ist- eine ja, Person klar. kommt da nicht an Gewicht drauf. Ist halt mehr als das, was wir uns angeguckt haben, diese Pappdinger. Ne? Ja, klar. Hätte ich nicht gedacht. Das ist echt Respekt. Also hast du dir echt was Gutes überlegt. Ja, hält länger, ne? Jo. So, ich klebe jetzt noch diese Dinger hier ran Jo. und dann können wir bald mal lackieren. Wunderbar. So, wir sind fertig mit dem Lackieren und man schaue da, es ist doch recht schön geworden. Aber es fehlt natürlich noch ein kleines bisschen und Tobi, sag doch mal, was müssen wir denn jetzt hier noch alles Feines machen? Ja, ich habe das in schön braun als Grundfarbe. Und dann habe ich mir eine weitere Farbe noch angemischt. Ja, Brombeerfarben. Brombeerfarben. Irgendwie sowas. Brombeerfarben, also. Habe ich halt nach dem Bild gemischt. Das kommt jetzt hier nochmal überall rauf. Und das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Struktur. Ja. Weil wir das dann noch mit dem Schwamm so ein bisschen dann tupfen. Ja, wunderbar. Ja, die Grundfarbe ist jetzt aufgetragen und jetzt geht es darum, diese vielen kleinen Details aufzumalen. Das ist natürlich auch irgendwo authentisch. So. Ne? Ja, also ich fange jetzt an mit den Fugen. Und gleichzeitig wische ich dann schon so ein bisschen Schlieren mit rein. Also mit Schlieren meinst du, Dieses runtergelaufene Runtergelaufen, weiße ist das Kalk im Originalen? Sieht so aus, ne? Kalk und Vogelkacke. Okay. Und dann? Ja, wie ihr sehen könnt, dauert es doch ganz schön lang, so ein kleines Tunnelportal zu perfektionieren. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir treffen uns einfach in Italien wieder und wir zeigen euch dann das fertige Tunnelportal. Ja, wie man sehen kann, ist es doch ein ganz schönes Prachtexemplar geworden. Und stabil ist es auch noch. Ne? Ich klopfe mal hier, ich habe mich ja irgendwann auch mal draufgestellt. Es hält es alles aus und es wird auch irgendwann mal diese Masse hier aushalten. Aber Tobi, sag mal, wie lange haben wir jetzt hierfür gebraucht? Für das Teil haben wir so gut 3 Tage gebraucht. 3 Tage. Das heißt, wir haben hier noch ein Tunnelportal, wir haben hinter ihm noch ein Tunnelportal, und hier ist noch ein Tunnelportal, noch ein Tunnelportal, da hinten ist noch ein Tunnelportal. Also ich zähle hier 5 Tunnelportale, 3 Tage, also 15 Tage. Das ist ganz schön viel Arbeit. Hast noch was vor dir, ne? Ein bisschen was haben wir noch, aber wir haben auch schon viel geschafft. Das ist Das stimmt wohl. immer ganz gut. Das wird ungefähr hier stehen, oder? Ja, also so ungefähr hier, das wird sich dann zeigen, wenn man hier am Gipsen ist und Ja. dann die Bilder hat und genauere Vorstellungen. Aber tendenziell hier auf diesen 30 cm wird sich das bewegen. Ja, Und dann kann man das hier schön einkleben. ich finde, es sieht gut aus. Das, Vielen Dank, Tobi, auf jeden Fall, dass wir das zusammen bauen konnten. Ja. Und auch an euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschö.